Ich lebe schon seit 25 Jahren auf der Insel. Mit 8. Lebensjahr bin ich hingekommen mit meinen Eltern. Das war auch bezüglich gesundheitlich von meiner Mutter. Und ja, wurde direkt in eine mallorquinische Schule eingeschult. Und habe hier auch studiert, bin hier groß geworden. Und hatte dadurch natürlich auch einen sehr guten Einstieg, direkt integriert in der Gesellschaft hier groß zu werden und auch ein authentisches Leben sozusagen aufzubauen auf Mallorca. Ich spreche Spanisch, Mallorquin, Deutsch und Englisch. Gerne würde ich natürlich noch Italienisch, Französisch dazu nehmen und vielleicht irgendwann mal Arabisch. Das wird aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Im Moment 4 Sprachen. Ich glaube, beide Arten von Schulen haben Vor- und Nachteile. Ich selber, als ich nach Mallorca gekommen bin, zum Beispiel, war in einer lokalen mallorquinischen Schule, wurde da direkt eingeschult. Was hat das an Vorteilen? Einerseits, dass man eben die Sprache sehr schnell lernt, weil es ins kalte Wasser springen oder geschmissen werden. Und der zweite Punkt ist natürlich interessant, dass man direkt die Kultur auch kennenlernt, die Leute, dass viele von den Freunden auch Mallorquiner oder Spanier sind und langfristig gesehen, dass man natürlich sich schneller oder leichter integrieren kann in die Gesellschaft, da wo man hingeht. Die internationale Schule hat den Vorteil, dass eben generalisierte Standards sozusagen da sind, dass wenn man woanders hinterher hinzieht, dass man einfach das Studium bzw. die Schule weitermachen kann. Man kann in mehreren Sprachen lernen, das heißt, man hat nicht so einen großen Break. Ein Nachteil ist natürlich bei der internationalen Schule, man hat meinetwegen auf der Insel auf der einen Seite einen Freund, auf der anderen Seite den anderen Freund. Die Kinder wechseln vielleicht viel mehr, wollen wieder woanders hinziehen. Und ja, Nachteil bei der mallorquinischen Schule ist hauptsächlich die Schwierigkeit am Anfang, würde ich sagen. Nein, also das ist nicht mein erstes Projekt, selbstständig. Ich habe schon vor 10, 12 Jahren, glaube ich, die ersten Projekte angefangen. Ich komme aus einer Familie, meine beiden Eltern waren immer selbstständig, hatten eigene Firmen bzw. eigene Businesses. Und da habe ich das von klein auf auch gelernt, dass man viel ausprobiert und wenn man was eigenständig machen will, auch viel Gas geben muss, weil nicht immer bei dem ersten Projekt startet das direkt. Unter anderen Sachen habe ich eine eigene Modemarke aufgemacht. Ich hatte einen Street Workout Calisthenics Online-Shop. Während meinem Studium habe ich mir Geld dazu verdient als Webdesigner. Viele andere Projekte. Vertriebler, alles Mögliche. Also sehr, sehr viele interessante Sachen, wo man auch sehr, sehr viel gelernt hat. Und ich muss sagen, heutzutage könnte ich dieses Projekt nicht so umsetzen, beziehungsweise hätte das nicht so starten können, hätte ich nicht die ganze Erfahrung gehabt durch die anderen Projekte. Warum im Südosten und warum Felanitsch? Naja, also erstens Südosten und ich finde die Zone einfach, die Region. Mallorca ist sehr vielseitig, das unterschätzen viele Leute, die denken alle, das wäre Ballermann und Magaluf und Palma, was es natürlich nicht ist. Man hat, egal welche Region man nimmt auf Mallorca, sehr, sehr unterschiedliche Landschaft, sehr unterschiedliche Leute, ein ganz anderes Feeling. Und für mich ist, glaube ich, der Südosten einfach der angenehmste Ort für mich selber auf Mallorca. Es ist sehr authentisch, man hat seine Ruhe, man hat aber auch Action, wenn man will. Es gibt tolle, leckere Restaurants, es gibt eine sehr, sehr schöne Landschaft mit die schönsten Strände und Buchten von der ganzen Insel. Ja, Felanitsch, ich bin hier eben groß geworden, abgesehen von den Jahren, wo ich in Palma gewohnt habe, wo ich studiert habe. Und man kennt hier viele Leute, man hat direkt die Kontakte und ich will natürlich auch was verkaufen, wo ich von überzeugt bin. Und einerseits, abgesehen davon, dass es mir gefällt, ist Felanitsch im Moment eine der interessantesten Zonen auch als Investment die letzten Jahre. Das hat sich auch bewiesen die letzten Jahre. Also wir haben viele Kunden, die haben innerhalb von ein paar Jahren irgendwie 30-100% Wertsteigerungsspanne oder beziehungsweise Gewinnspanne gemacht bei den Investmentprojekten.
Ich glaube schon, der Immobilienmarkt ist ein Sektor, der sehr langsam sich bewegt in Sachen Digitalen, in Sachen Technologien. Heutzutage ganz wichtiges Thema KI, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es so ein Sektor ist, ein sehr traditioneller Sektor, der länger braucht, um sich anzupassen an die Sachen und manchmal ein bisschen Angst hat vor Veränderungen. Ich glaube, das sollten alle Immobilienmakler, alle Immobilienunternehmen ändern, also auch die ganzen Kollegen hier auf der Insel, und einfach offen sein und mit Freude sozusagen die neuen Sachen annehmen und einfach mal ausprobieren, weil ich glaube, das kann einfach nur gut für alle sein, weil man kann einfach viel produktiver sein, auch mit Automatisierung, KI, und eben dann noch mehr Zeit haben für diesen persönlichen Teil, der sehr wichtig ist als Immobilienmakler. Weil letztendlich geht es ja darum, wenn man ein Haus verkauft, dass man als Immobilienmakler persönlich da ist und den Service persönlich gibt. Aber umso mehr Zeit hat man, wenn man eben andere Sachen automatisiert. Ich glaube schon, 2024 wird ein sehr interessantes Jahr mit sehr viel Änderungen. Wir haben aktuell ein sehr heikles Thema in Europa. Das heißt, wir haben eine fast Wirtschaftskrise, würde ich mal sagen. Der Immobilienmarkt wird immer instabiler in ganz Europa, ob jetzt Spanien, Deutschland, egal wo. Man weiß nicht, wo man sein Geld anlegen soll. Zinsen gehen immer höher bei den Banken, Finanzierung, das Geld ist mir so günstig wie vorher. Das heißt, was soll man mit seinem Geld machen? Wo kann man noch relativ sicher und gut sein Geld anlegen? Und aus meiner Sicht, Mallorca hat die letzten 10, 20 Jahre bewiesen, dass es eine Eigensymbiose hat, dass es sich sehr krisenresistent verhalten hat. Besonders der Luxusmarkt, aber auch andere Investmentsoptionen, die man hier hat. Und ich glaube, das wird ein sehr großer Fokus für 2024 sein, die Investmentsachen. Dadurch, dass auch Eigennutz ein bisschen runtergehen wird, weil die Finanzierung einfach schwieriger ist zu kriegen. Ja, welche Leute haben mich inspiriert auf meinen Weg? Ich könnte da jetzt nicht einen Mentor sagen, also es gab mehrere Personen. Was ich schon vorher gesagt habe, von klein auf meine Eltern. Von denen habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, als ich schon klein war als Kind. Ich würde auf jeden Fall sagen, mein Ex-Chef, Nofre Plomer, von ihnen habe ich ja auch sehr viel gelernt, dass man manchmal Sachen simpler machen muss und nicht so kompliziert. Und er hatte einfach mega viel Erfahrung und von ihm konnte ich sehr viel lernen. Es gibt noch ein paar andere Leute, wo ich jetzt die Namen nicht sagen will, weil es auch ein bisschen Privatsphäre, würde ich mal sagen. Das sind Bekannte und Freunde von meinen Eltern. Der eine hat mehrere Business aufgebaut, hat schon alles verloren, wieder alles gewonnen, ein mega Riesending, wo jetzt an die Börse geht. Der andere, Thema Golf, hat er eine große Firma auch. Es sind einfach Leute, die sehr viel Erfahrung haben und wo ich auch sehr viel davon lernen konnte. Es ist einfach manchmal so, dass du von diesen Leuten Sachen lernen kannst, auch Fehler vorher lernen kannst, wie du damit umgehst oder beziehungsweise diese nicht zu machen, von deren Erfahrung, und musst das dann nicht selber durchleben. Also aus meiner Sicht Online-Marketing heutzutage mit eines der wichtigsten Sachen, die man als Business machen muss, generell, auch auf dem Immobilienmarkt. Immobiliensektor ist natürlich so eine Sache. Es geht sehr, sehr, sehr viel darum, der persönliche Kontakt, das Kontaktnetzwerk, das sowieso, das wird auch immer so sein. Aber Online-Marketing ist sehr, sehr wichtig. Egal, ob man jetzt über Social Media, Facebook, Spotify, YouTube, Instagram geht, ob man guten Videocontent, gute Fotografie nutzt, um die Immobilien zu vermarkten. Eine gute Online-Präsenz, ein solides Branding, das konsequent durchgezogen wird. Und dass man auch das Wichtigste, also ich könnte jetzt 1000 andere Faktoren noch dazu sagen, SEO-Positionierung, eine gute Website mit guter User Experience und den ganzen. Aber eigentlich der Hauptpunkt, worum es ja auch geht. Was will man denn rüberbringen? Was für Werte will man rüberbringen? Was für eine Idee will man rüberbringen? Nicht nur einfach plump, ohne irgendeinen weiteren, tieferen Inhalt was ausballern, sondern wirklich wissen, was will ich rüberbringen in meiner Werbung, in meinem Online-Marketing, in allem, was ich mache, in meinem Branding.
Für was steht meine Firma? Was sind die Prinzipien? Was ist für uns wichtig? Das wird dann wohl die letzte Frage sein. Ja, ich glaube, sehr, sehr schwierig. Also wenn man jetzt wirklich von Null sagt, einfach so, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, ein paar Immobilien zu verkaufen und will jetzt auf Mallorca mein Immobilienunternehmen auch machen. Es ist schon hart. Also ich glaube, so viel Konkurrenz wie der Sektor hier auf Mallorca gibt es in wenigen Orten. Aber was ich sagen muss, wenn man eine Idee hat, wenn man wirklich ein Konzept dahinter hat für die nächsten 4, 5 Jahre, eine Differenzierung hat mit dem Marketing, mit dem Service, den man gibt, dann würde ich sagen, okay, gib Gas, aber nur, wenn du dir sicher bist, dass du auch die negativen Seiten damit umgehen kannst, weil es ist sehr stressig, du wirst sehr viele Probleme finden, wo du Lösungen für finden musst, und du hast viele Tage, wo du wirklich am Ende bist und sagst, scheiße, warum gebe ich mir den ganzen Stress? Und wenn du da nicht wirklich eine ganz glasklare Idee hast, dass du das wirklich machen willst, weil es dein Ding ist, weil du Leuten helfen willst, deren Traumhaus zu finden, weil du Leuten helfen willst, ihr Geld gut zu investieren und zu vermehren, wenn das für dich das nicht wert ist, dann mach's direkt nicht. Wenn es für dich wert ist, gib Gas, hau rein, und von meiner Seite, wenn ihr Fragen habt, gebt auch gerne Bescheid, wenn irgendjemand ein Business aufmachen will auf Mallorca. Ich habe überhaupt gar kein Problem, dass man Mitbewerber hat. Ich freue mich auch, ich bin sehr gut mit vielen unserer Mitbewerber hier. Und ja, letztendlich, wenn man es sicher hat, einfach Gas geben.